Jetzt, wo nach über 6 Jahren der Monster Association War Arc endlich vorüber ist, wird es mal Zeit, dass wir uns mal genauer anschauen, was im nächsten Arc der Story von One Punch Man passiert. Ich werde dembezüglich ganze 2 Videos machen. Das eine wird detailliert auf das eingehen, was im Webcomic bis zum heutigen Stand, also Kapitel 144, passiert ist. Denn ihr glaubt es nicht, ja, der nächste Arc im Webcomic, der ist immer noch ongoing. Das Video wird also massive Spoiler haben. Das Video jetzt hier wird nicht mal ansatzweise so lang werden. Hier werde ich jetzt nur kurz und knapp wirklich die kleineren Punkte des Arcs zusammenfassen. Mit einberechnet, was wir jetzt wirklich im Manga dazu bekommen haben, denn seit Mitte des Monster Association War Arcs ist im Vergleich zum Webcomic im Manga so unglaublich viel neues und konträres Zeug passiert. Und genau deshalb ist es halt einfach sehr stark anzunehmen, dass der Manga im nächsten Arc auch so viel ausschmücken bzw. auch verändern wird. Dieses Video hat also auch Spoiler, wenn ihr also nicht wissen wollt, was im Webcomic passiert, bzw. dann jetzt später auch im Manga passieren wird, dann schaltet jetzt weg. Aber genug gelabert, springen wir sofort rein. Eine kleine Info am Rande, der Arc an sich ist auch in viele verschiedene kleinere Arcs unterteilt. Das werde ich jetzt aber im Folgenden alles nur als ein Arc bezeichnen, weil es einfach sinnvoller ist. Der nächste Arc in One Punch Man wird nämlich der sogenannte Neo Heroes Arc. Wie es ja schon anmuten lässt, bekommen wir dann dort eine neue Heldenorganisation serviert, welche abgegrenzt von der richtigen Heldenvereinigung existiert und der auch ordentlich Konkurrenz machen wird. Die Heldenvereinigung und der Beruf des Helden an sich, die verlieren immer weiter an Ansehen und Grund dafür ist besonders ihre Unfähigkeit im Monster Association War Arc und im Kampf gegen den Heldenjäger Garo gewesen. Aber nicht nur das, es werden nämlich auch dunkle Geheimnisse der Heldenvereinigung offenbart, wie zum Beispiel Monsterexperimente, Korruption und so weiter. Das große Geheimnis von Sugar Mask wird jetzt auch erstmals gelüftet, denn er ist eigentlich ein Formwandlermonster und hat sich nur als ein Mensch getarnt. Zwischendurch geht dann King auch noch auf eine kleine Reise, um endlich stärker zu werden und trifft dabei auf Garo. Die beiden Esper-Schwestern kämpfen dann auch noch gegeneinander, wobei dann Saitama eingreift und einfach auch gegen Tatsumaki kämpft. Ein riesiger Kampf entbrennt. Es wird offenbart, was mit Psychos los ist, denn sie erzählt Fubuki alles, was sie weiß über diesen Gott und besonders über Gott werden wir bestimmt auch noch sehr viel zu sprechen kommen. Dass Gott in diesem Arc nämlich viel mehr erwähnt wird, als wir es überhaupt im Webcomic bisher hatten, ist angesichts dessen, dass jetzt im Manga so viel um ihn passiert ist, einfach sehr wahrscheinlich. Flashy Flash kämpft dann noch gegen Saitama, trifft sogar auf Sonic und wir bekommen endlich erklärt, dass beide sogar mal Freunde waren und aus demselben Ninja-Dorf kommen. Der Ninja-Dorf-Arc wird aber allgemein auch ein richtiges Highlight werden, obwohl er auch nur über 2 Chapter oder sowas geht. Der Leiter des Ninja-Dorfs ist ein uraltes Monster, welcher dann hinter den beiden her ist. Aber was dann wahrscheinlich auch noch dazu kommen wird, ist, dass er seine Kräfte von Gott bekommen hat und Gott dann irgendwo noch damit reinkommt. Mit dem rasanten Untergang der Heldenvereinigung tauchen aber gleichzeitig auch immer mehr unglaublich starke Monster auf. Das Komische daran ist jedoch, dass die Monster allesamt modifiziert wurden und irgendwie von irgendjemandem gesteuert zu werden scheinen. Metal Knight wird dann hier besonders verdächtig, aber auch die Vereinigung, die wir ja schon aus zum Beispiel Staffel 1 kennen, die auch diese Maschinengott-Monster bauen, scheinen auch irgendwie involviert zu sein. Der Arc selbst fokussiert sich aber besonders auf die ganzen Helden. Ob B, A oder S-Klasse, viele alte und auch neue Gesichter innerhalb der Vereinigung bekommen jetzt etwas mehr Screentime und auch neue Charaktere werden beleuchtet. Viele der neuen Helden, die besonders dann bei den Neo Heroes arbeiten, stehen den S-Klasse-Helden in nichts nach. Darunter beispielsweise Raiden, Axel, Baby Gaza und auch Stream, den wir ja schon kennen, die in der Story eine kleinere oder auch größere Rolle spielen werden. Und da Stream in der Manga-Kontinuität ja schon ganz anders drauf ist und auch schon einen eigenen Arc durch hat, werden wir hier auf jeden Fall uns auf einige Veränderungen gefasst machen müssen. Dazu kommen dann aber noch interessante Leute, wie zum Beispiel der Leiter der Neo Heroes Fuzzy und die Neo Hero Agenten Destro und Element, die auch irgendetwas im Schilde zu führen scheinen. Und natürlich auch Blue. Platz 1 der Neo Heroes, den ihr auch schon auf meinem Thumbnail davon sehen konntet, wird eine ganz besondere Rolle einnehmen, denn er ist niemand Geringeres als Blasts Sohn. Anders als im Webcomic haben wir Blast im Manga jetzt ja schon sehen können, wie er auch kämpft und so weiter, also wird das Geheimnis wahrscheinlich stark verringert sein, aber es wird trotzdem auch wahrscheinlich sein, dass er vielleicht sogar auftreten wird. Anders als Blast hat Blue aber eine sehr viel kritischere Sicht auf die Heldenvereinigung und den Heldenberuf als Ganzes. Dieser neuen Heldenorganisation, also den Neo Heroes, treten dann aber auch noch andere Helden bei. Auch bekannte Helden wie zum Beispiel Metal Bat, Child Emperor oder auch Darkshine und viele weitere A, B und C-Klasse Helden beenden jetzt ihre Zusammenarbeit mit der Heldenvereinigung und konvertieren rüber zu den Neo Heroes. Ein Grund, warum die Neo Heroes so gute Arbeit leisten, sind vor allem ihre speziellen Anzüge. Anzüge, die uns schon so irgendwie stark an die erinnern, die Hammerhead damals von der Organisation geklaut hat, weshalb man gut auch vermuten kann, dass die Organisation irgendwie damit drin steckt. Diese Anzüge verstärken nämlich einen Helden so immens, dass selbst ein C-Klasse-Held jetzt einfach ein Demon-Level-Monster mit einem Schlag one-shotten kann. Diese Rüstung scheint
dann aber auch noch irgendeinen anderen Zweck zu haben, denn im Laufe der Story kommt immer wieder auch die dunkle Seite der Neo Heroes zum Vorschein. Und ihre Mitglieder, die verhalten sich immer und immer komischer. Viele der Neo Heroes treffen jetzt auf Saitama und besonders Saitama bekommt in diesem Arc endlich mal mehr Screentime. Er tritt jetzt auch einer kleinen Gruppe von A- und B-Klasse-Helden bei, um zu protestieren, dass sie solche blöden Heldennamen haben, darunter geniale Werke wie zum Beispiel Dr. Grumpy Pervert oder auch The Great Degenerate, welche allesamt in kurzer Zeit wegen Saitamas starken Feats einfach auf sich aufmerksam machen. Aber auch Genos bekommt jetzt viel Character Development. Seiner Quest, den Mad Cyborg zu finden, geht jetzt beispielsweise erstmals wieder aktiv nach und dabei hilft ihm dann auch Drive Knight, Saitama und Kuseno. Doch kommt es am Ende dann zu sehr vielen komischen Vorkommnissen. Was ich für Vorkommnisse meine? Tja, das werden wir wohl dann erst im zweiten Video erfahren können. In dem werde ich nämlich alles so detailliert wie ich kann zusammenfassen, was halt im Webcomic bis zu diesem Arc, bis Stand 144 so passieren wird. Das wird ein sehr langes Video und es wird scheiße viel Arbeit. Deshalb One Punch doch sehr gerne den Like-Button oder abonniert auch meinen Kanal, um nichts weiter bezüglich One Punch Man zu verpassen und natürlich auf dem Laufenden zu bleiben, wenn das Video mal online kommt, irgendwann dann so in 2025. Das war's aber jetzt von meiner Seite und auf Wiedersehen. Tschüss.